Welche Renten sind eigentlich steuerfrei? Ja, gibt es denn das überhaupt? Wird sich der eine oder andere fragen. Ja, es gibt tatsächlich Renten, die steuerfrei sind. Es sind ganz bestimmte Renten und betreffen auch nur einen kleinen Personenkreis, aber es gibt sie. Und das schauen wir uns gleich mal an. Bleiben Sie dran. Steuerfreie Renten. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind verschiedene Renten, die in bestimmten Fällen gezahlt werden, in voller Höhe steuerfrei. Also diese Renten brauchen Sie deshalb auch in Ihrer Steuererklärung nicht anzugeben. Schauen wir uns nun mal diese steuerfreien Renten im Einzelnen an. Das ist zunächst einmal eine Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Also Renten, die aus einer gesetzlichen Unfallversicherung gezahlt werden, sind steuerfrei. Das gilt unabhängig davon, ob sie an den ursprünglichen Berechtigten oder an Hinterbliebene gezahlt werden. Auch für Leistungen aus einer ausländisch gesetzlichen Unfallversicherung fällt keine Steuer an. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die Berufsgenossenschaften und die gesetzlichen Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, wie Gemeindeunfallversicherungsverbände und die Unfallkassen der Länder. Anders als etwa Verletztengeld unterliegen Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung auch nicht dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Die nächste sind die Kriegs- und Schwerbeschädigtenrenten. Renten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften versorgungshalber an Wehr- und Zivildienstbeschädigte, Kriegsbeschädigte und ihnen gleichgestellte Personen gezahlt werden, sind auch steuerfrei. Auch entsprechende Renten an Hinterbliebene sind begünstigt. Die Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für Bezüge, die aufgrund der Dienstzeit gezahlt werden. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sind ebenfalls steuerfrei. Dann haben wir die Wiedergutmachungsrenten, Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistungen im Heilverfahren, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts gewährt werden, sind steuerfrei. Dazu zählen zum Beispiel Renten nach dem Entschädigungsrentengesetz. Auch Renten zur Wiedergutmachung erlittenen DDR-Unrechts sind steuerfrei. So ist zum Beispiel die sogenannte SED-Opferrente in voller Höhe steuerfrei. Ebenfalls steuerfrei sind Leistungen aus dem Entschädigungsfonds für Opfer der Heimerziehung. Als nächstes haben wir die Rentenabfindung bei Wiederheirat, also Bezieher einer gesetzlichen Witwen- oder Geschiedenenrente, die wieder heiraten, haben als Ersatz quasi für den Wegfall der hinterbliebenen Rente Anspruch auf eine Rentenabfindung. Und diese Abfindungszahlung ist in voller Höhe steuerfrei. Also die Rente, diese Abfindung wird gezahlt, und zwar mit dem 24-fachen Monatsbeitrag wird sie abgefunden, und ein Monatsbeitrag ist der Durchschnitt der für die letzten 12 Kalendermonate geleisteten Witwenrenten. Also die Höhe der letzten Jahresrente geteilt durch 12 mal 24 ist dann dieser Witwenrentenabfindungsbetrag. Dann haben wir Schadenersatzrenten. Also steuerfrei sind folgende Schadensersatzrenten, einmal Schmerzensgeldrenten. Ich habe hier immer mal den Paragraph dazu geschrieben, also wer sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, kann das gerne nachlesen. Also diese Schmerzensgeldrenten nach Paragraph 253 Absatz 2 BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch. Dann die Schadenersatzrenten nach Paragraph 845 BGB, Unterhaltsrenten nach dem Paragraph 844 BGB und Schadensrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürfnisse nach Paragraph 843. Ja, die Mehrbedarfsrenten, diese sogenannten Mehrbedarfsrenten sind zum Beispiel zu zahlen, ja, nehmen wir mal an, eine fehlerhafte ärztliche Behandlung, und infolge der fehlerhaften ärztlichen Behandlung, ja, werden Hilfs- und Begleitpersonen benötigt, es besteht erhöhte Körperpflege, ein PKW oder Elektrorollstuhl oder eine bestimmte Diät sind erforderlich. Das nennt man denn Schadensrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürfnisse. Sie sind relativ selten, kommen aber auch in der Praxis vor.
Ja, und die Unterhaltsrenten hatten wir schon gesagt und die Schadensersatzrenten nach Paragraph 845, das sind im Prinzip Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste. Die Schadensersatzrenten sind aber sind nur dann steuerpflichtig, wenn sie als Ersatz für andere bereits steuerbare Einkünfte geleistet werden. Dann haben wir die gesetzliche Rente für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Das sind an Verfolgte im Sinne des Paragraph 1 Bundesentschädigungsgesetz gezahlte Alters- und Erwerbsminderungsrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann haben wir Pflegerenten aus einer privaten Pflegerentenversicherung, also Leistungen aus einer Pflegeversicherung an pflegebedürftige Personen sind steuerfrei. Das gilt für Geld und für Sachleistungen, einmal aus der sozialen, also gesetzlichen Pflegeversicherung, aus einer privaten Pflegepflichtversicherung, aus einer privaten Pflegezusatzversicherung und Geldleistungen aus einer staatlich geförderten privaten Pflegezusatzversicherung. Das ist im Volksmund bekannt unter Pflegebar und Geldleistungen aus einer privaten Pflegetagegeldversicherung. Ja, und als letztes haben wir dann noch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, also Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt eben nicht ausreichen, können eine eigenständige Sozialleistung in Anspruch nehmen. Und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist im Sozialgesetzbuch 12, SGB 12 geregelt und nach Paragraph 3 Nummer 11 Einkommenssteuergesetz steuerfrei. Ja, die hier aufgeführten Renten sind in voller Höhe steuerfrei und Sie müssen sie deshalb in Ihrer Steuererklärung nicht angeben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Video ein paar Aha-Effekte vermitteln. Und ja, Sie werden sicherlich erstaunt sein, dass es doch einige steuerfreie Renten gibt. Es sind zwar wirklich nur wenige Personen, die es betrifft, aber naja, so wenig sind es gar nicht. Gerade bei der SED-Opferrente, da gibt es doch schon einige, also die ich auch persönlich kenne. Aber jedenfalls war das sicherlich mal ein interessanter Überblick für Sie. Ja, nun, wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und sichern Sie sich hier unter dem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Alles Gute, Jutta Martin.